In diesem Video möchte ich ein wenig zur Architektur von Organisationen sagen, speziell wie sich eine Gestaltung darstellen kann. Dabei gehe ich erst einmal vom Zellstrukturdesign aus, so haben es Nils Pfleging und Silke Herrmann genannt, und werde dann kurz beleuchten, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit entsprechende Organisationsformen zur Wertschöpfung und Teamerfolg beitragen. Dabei gibt es ein zentrales Kriterium zu betrachten, nämlich dass es primär nicht um eine Verschlankung der Hierarchie geht, einen Abbau der Hierarchie, sondern dass die wesentliche Unterscheidung die zwischen Zentrum und Peripherie in dem Sinne ist, dass es um eine Dezentralisierung geht. Man sieht hier sehr schön in diesem Bild, wie es quasi innere Kreise und äußere Kreise gibt und diese Kreise noch einmal selbst Kreise aufweisen, die in dem Sinn Teams und Gruppen darstellen. Bei diesem Design geht es vor allem darum zu unterscheiden, welche Kreise oder Zellen direkt zur Wertschöpfung beitragen. Das sind diejenigen, die an der Peripherie, an der Nahtstelle zum Markt oder zum Kunden sind. Und denjenigen Zellen, die unterstützende interne Dienstleistungen anbieten. Was Dezentralisierung bedeutet und wie sich das mit Kreisorganisationen so verhält, möchte ich jetzt am Beispiel eines Krankenhauses zeigen. Die folgenden Grafiken habe ich von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Aber erst einmal zu dem Thema, wie ist klassisch ein Krankenhaus organisiert? Das sieht man hier auf diesem Bild. Deutlich ist, dass die direkte Wertschöpfung hier auf einer Station entsteht, die in dieses Geflecht der hierarchischen Bauweise eingefügt ist. Interessant ist daran zum einen natürlich die Finanzierungsstruktur, die soll uns aber nicht so beschäftigen, sondern die Frage, inwiefern verschwindet die Hierarchie aus diesem Bereich der Zusammenarbeit in dem Moment, wo es um die kreisartige Strukturierung eines entsprechenden Krankenhauses geht. Hier noch einmal der Hinweis auf die formelle Struktur, in der sich die Macht von oben nach unten zeigen lässt. Im Falle einer Kreisorganisation, also einer dezentralisierten Organisationsform im Krankenhaus, zeigt sich der Unterschied eigentlich ziemlich deutlich. Die Station, die vorher inmitten der ganzen Organisationseinbettung und Architektur war, ist hier nun eigenständig gezeigt mit zwei wesentlichen Akteuren, wenn man so will, nämlich zum einen multidisziplinären Teams in der Station, die direkt gegenüber den PatientInnen verantwortlich sind. Diese Konstruktion bedeutet, wenn man sie ernst nimmt, dass sich die Machtstruktur insofern verschiebt und verschieben muss, weil die Verantwortlichkeit für den Erfolg komplett in den Teams liegt. Das heißt, hier wandert die Macht und Verantwortlichkeit zurück in die Teams der Wertschöpfungsstruktur, in der es um die Könnerschaft geht, in der die reale Wertschöpfung erbracht wird. Folgerichtig sind die anderen Kreise, die hier zu sehen sind, Zulieferer oder Leistungen, die natürlich für die Gesamtorganisation wichtig sind, aber für die verantwortlichen Teams bzw. für die Stationen nur interne Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Etwas allgemeiner betrachtet zeigt diese Grafik eine kollegiale Organisationsstruktur und Architektur. Und auch hier ist zu beachten die Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie, ausgedrückt hier wiederum über die Geschäftskreise, die wir hier in der Peripherie sehen, und die zentralen Dienstleistungen, die hier in unterschiedlicher Art und Weise skizziert sind. Und dass sich auch hier wiederum zwei Dinge fundamental verschieben, nämlich zum einen die Wertschöpfungsrichtung, die Wertbildungsrichtung, die natürlich
in der Peripherie stattfindet, die geht nach außen, das heißt die Wertschöpfung wird von den Außenbereichen erbracht, was zugleich bedeutet, wenn das richtig funktionieren soll, dass die Führungsrichtung, also wer entscheidet über die Ressourcen, wer entscheidet, wie die korrekte und vor allem effiziente Zusammenarbeit funktioniert und in den weiterentwickelten Fällen, wer entscheidet, welche Zusammensetzung die Teams haben, ebenfalls vom Zentrum in die Peripherie wandert. Das soll dieser Pfeil darstellen. Das heißt, dass die Führung eigentlich von außen nach innen funktioniert, nämlich ausgehend von der Wertschöpfungsorganisation hin zur formellen Organisation im Zentrum.